Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder der perfekte Tag für eine Foundation Review. Die gab es ja schon sehr, sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal, weil ich einfach mittlerweile eine ganz andere Beziehung zu Foundation entwickelt habe. Früher habe ich Foundation benutzt, um Sachen abzudecken, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Mittlerweile befinde ich mich in meiner Wohlfühlhaut-Ära und deswegen ist mir eine intensive Abdeckung meiner Haut nicht mehr so wichtig und es ist gar nicht mal so einfach, in der Drogerie Produkte zu finden, die ja eine eher leichte Deckkraft haben und die ich vertrage, die keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten und die natürlich auch von der Nuance zu meinem Teint passen. Ich hatte mir zwar überlegt, die neue Foundation von Catrice auszuprobieren, habe dann aber festgestellt, dass sie leider deklarationspflichtige Duftstoffe enthält. Ich bin Duftstoffallergikerin und muss da so ein bisschen aufpassen. Es sind zwar nicht meine Allergene in der Catrice Foundation enthalten, aber ich möchte da einfach kein Risiko mehr eingehen, obwohl ich die Shade Range von dieser neuen Catrice Foundation richtig gut finde. Aber kurz nachdem ich die beduftete Catrice Foundation wieder zurück ins Regal gepackt habe, bin ich an der Theke von Hypoallergenic vorbeigelaufen und habe dieses Produkt entdeckt. Und zwar ist das die Tinted Glow Skin Serum and Foundation mit SPF 20 in der Farbe Ivory, die leider in einer super unpraktischen Verpackung daherkommt. Denn diese Foundation ist so cremig, dass man sie nur schwer mit diesem Dropper dosieren kann. Und die Shade Range ist nicht ganz so geil wie bei Catrice, aber das Produkt ist komplett parfümfrei, enthält keine ätherischen Öle und keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Bevor ich euch diese wunderschöne Foundation in Aktion zeige, muss ich euch natürlich vorher sagen, was ich darunter verwendet habe. Und zwar waren das genau 2 Skincare-Produkte. Einmal mein eigenes Gesichtswasser mit 4% Niacinamid, Panthenol, Ectoin und Grüntee-Extrakt, denn das benutze ich nahezu jeden Tag und vor allem sehr häufig, wenn ich mich in der Phase kurz vor meiner Periode befinde, denn dadurch wird meine Haut ein bisschen unruhiger, was natürlich perfekt für einen Foundation-Test ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber mein Gesichtswasser hilft mir einfach dabei, dass das Ganze nicht zu extrem wird und es beruhigt meine Haut ungemein, ohne dass einfach schwere Produkte auf meiner Haut auffliegen. Ich verlinke euch mein Gesichtswasser unten in der Infobox. Dann könnt ihr gerne mal in meinem Shop vorbeischauen und direkt über mein Gesichtswasser trage ich dann einfach meine Lieblings-Sonnencreme von SkinChonsa auf, weil meine fettarme Haut damit wunderbar zurechtkommt und sie eine perfekte Make-up-Grundlage ist. Dann trage ich das gute Stück mal auf. Ich habe die Foundation übrigens bereits einmal verwendet und zwar als ich an den See zum Stand-Up-Paddling gefahren bin und muss sagen, dass sie sich da ganz gut gemacht hat. Deswegen bin ich gespannt, wie sie sich im Alltag verhält. Was mir an der Foundation ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist die Wahl der Primärverpackung. Denn diese Foundation ist relativ dick und cremig, das heißt, man kann sie mit dem Dropper nicht so gut dosieren. Es ist echt ein Träumchen, die Foundation einzuarbeiten, weil die so easy in der Handhabung ist. Die ist weder bremsig noch zu flüssig. Man kann sich schön Zeit lassen, das Ganze einzuarbeiten und kriegt eine leichte Deckkraft, zumindest wenn man es mit dem Schwämmchen macht. Und das Ganze nochmal von nahem, damit ihr auch wirklich in jede einzelne meiner Poren reingucken könnt. Aber ich würde sagen, dass das für mich jetzt tatsächlich so das Endergebnis ist. Ich würde nicht unbedingt mehr auftragen wollen, weil ich das Finish liebe. Ich mag auch, wie meine Haut durchscheint und vor allem jetzt im Sommer bin ich eine Person, die ungern viel Foundation auf der Haut drauf hat, weil es einfach zu warm ist und zu schwitzig. Aber so
Es ist einfach nur ein Träumchen und ich habe mir schon sehr, sehr lange solch ein Produkt in der Drogerie gewünscht, das einfach nur eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt und sich wie ein Skin Tint anfühlt, aber trotzdem schön auf der Haut aussieht. A few minutes later. Und da bin ich wieder mit meinem fertigen Alltags-Make-up. Ich habe eigentlich nur noch ein bisschen Concealer, Blush und Mascara und etwas Lidschatten aufgetragen. Und ich finde, dass das Ergebnis sich definitiv sehen lassen kann, denn ich habe bereits sauteure Foundations ausprobiert, die über 50 € gekostet haben und die mir nicht so ein schönes Ergebnis beschert haben. Ich finde diesen leichten Glow wunderschön. Selbstverständlich wird auch die Hautpflege darunter einen Effekt auf das Finish haben, aber die Foundation fühlt sich super angenehm auf der Haut an, wobei sie so ein bisschen klebrig anmutet. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich bereits angefangen habe zu schwitzen, denn ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer bei geschlossenem Fenster, bei Tageslicht. Ich habe jetzt keine Studiolampen an, aber hier drin ist es sehr, sehr warm. Von daher könnte diese Klebrigkeit auch von daher stammen. Ich denke, man könnte das Ganze leicht abpudern, um ja so ein bisschen was von dieser Klebrigkeit wegzunehmen. Aber ich persönlich mag das abgepuderte Finish nicht ganz so gern, weil ich eine eher fettarme Haut habe und weil ich einfach das Gefühl von Puder auf meiner Haut nicht sonderlich mag. Selbstverständlich muss ich noch einen kleinen Schwenk zu den Inhaltsstoffen machen, denn ich habe etwas zu sagen. Und zwar zum einen, dass ich es nicht ganz so geil finde, dass dieses Produkt mit einem Sonnenschutzfaktor von 20 daherkommt. Das liegt daran, dass ich natürlich nicht geschafft habe, die korrekte Menge aufzutragen. Ihr habt ja gesehen, ich habe nicht sonderlich viel auf meiner Haut gegeben. Ich habe es auch nicht gleichmäßig aufgetragen. Ich habe es nur an bestimmten Stellen verwendet. Dann habe ich auch noch einen Schwamm zum Verblenden benutzt. Das heißt, es ist fraglich, wie viel von dem angegebenen Sonnenschutzfaktor tatsächlich auf meiner Haut gelandet ist. Ich vermute mal sehr, sehr wenig. Deshalb ist das für mich persönlich kein Kaufgrund und ja, auch der Hauptgrund dafür, warum ich eigentlich immer meine Sonnencremes in korrekter Auftragsmenge unter solchen Produkten verwende. Aber bei diesem Produkt ist die UV-Filter-Kombi auch nicht ganz so ausgewogen, muss ich sagen. Es ist zum einen EHMC enthalten, das ist ein organischer UV-Filter, der aber nicht unbedingt zu den modernsten seiner Art zählt. Und es ist nanoskaliges Titandioxid enthalten, das gehört zu den anorganischen UV-Filtern und gehört wie das EHMC zu den UVB-Filtern. Ansonsten haben wir keine weiteren Filter in dem Produkt enthalten. Das heißt, die UV-Filter-Kombi ist nicht so ausgewogen und schon allein aufgrund dieser unausgewogenen UV-Filter-Kombi würde ich mich auf die Schutzleistung dieser Foundation nicht hundertprozentig verlassen. Aber ein absoluter Pluspunkt ist für mich, zumindest aus Sicht einer Duftstoffallergikerin, einfach das Fehlen jedweder Parfümierung, egal ob deklarationspflichtige Duftstoffe oder ätherische Öle. Hier ist beides nicht enthalten. Alles in allem ist das eine tolle Foundation mit leichter Deckkraft, die wunderschön auf meiner Haut aussieht, die ein glowy Finish zaubert und die einfach auch im Laufe des Tages einen vergleichsweise guten Job macht, vor allem zu diesem Preis. Natürlich habe ich den einen oder anderen Verbesserungswunsch, zum Beispiel was die Shade Range angeht. Da sollte sich Hypoallergenic definitiv mal bei anderen Marken umschauen und es besser machen. Und ich hätte auf den integrierten UV-Schutz getrost verzichten können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen oder wenn ihr es teilen würdet. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welche eure aktuell liebste Foundation ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!